Seit Jahren gibt es keine Zinsen mehr auf den Sparkonten und trotzdem haben Wohnungskäufer Schwierigkeiten, ein Darlehen zu bekommen. Warum ist es so? Infolge der Finanzkrise hat die Europäische Zentralbank die Zinsen gesenkt und auch unkonventionelle Maßnahmen umgesetzt, um trotz hoher Schulden in der Realwirtschaft der Eurozone das Preisniveau stabil zu halten. Kurzfristige und langfristige Zinsen sind zwar nicht vergleichbar, aber gerade sind beide im historischen Vergleich extrem niedrig geworden. Nur sind die Wohnungen in München deutlich teurer und es ist nicht wirklich einfacher, einen Kredit zu bekommen. Banken haben heutzutage deutlich restriktivere Regulierungen als vorher. Sie müssen mehr Eigenkapital nachweisen und die Schuldentragfähigkeit der Kunden genauer überprüfen. Die Wohnimmobilienkreditrichtlinie ist ein Beispiel, warum Banken nicht so leicht Geld verleihen dürfen, wie sie es vielleicht möchten. Vorher konnten Banken einen Realkredit bis 60% des Beleihungswerts auch ohne Einkommensnachweis vergeben. Heutzutage ist das nicht mehr möglich. Das erschwert die Finanzierung der Restschuld und das wird schon bei der ersten Finanzierungsrunde berücksichtigt. Wenn eine Bank einen Kredit gibt, dann hat sie auch Kosten. Sie hat selbst Finanzierungskosten. Sie muss den Kunden beraten und sie muss das Objekt samt Grundschuld überprüfen. Diese Kosten haben also einen variablen und einen festen Anteil. Der feste Teil wird proportional größer, wenn die Kreditsumme klein ist oder wenn der Zinssatz niedrig ist. Deswegen geben die Banken ungern Baufinanzierungen mit einer relativ kleinen Kreditsumme. Das treibt wiederum die Preise in die Höhe und erschwert den Kauf. Die Bildung vom Eigenkapital wurde auch dadurch erschwert, dass die Kaufpreise höher sind. Um 20% einer Immobilie in Wert von 100.000 Euro zu zahlen, muss man 20.000 Euro erwirtschaften. Aber bei einem Kaufpreis von 200.000 Euro sind es schon 40.000 Euro zu zahlen. Die Ursache dieser Erhöhung ist zum Teil gerade, dass die Zinsen niedriger sind. Niedrigere Zinsen haben dazu geführt, dass es schwieriger geworden ist, das Eigenkapital einzusammeln. Wir haben also heutzutage gute Kreditzinsen, aber die Kreditvergabe ist nicht so leicht wie damals, als die Zinsen höher waren.